Sehr schön. Moin Alex, schön, dass du dabei bist, dass das klappt. Du hast heute die Ehre, der erste Gast zu sein in dem Podcast tatsächlich. Mal gucken, wie es läuft. Ich habe auch gar keine Ahnung mit dem Tool jetzt, aber wir werden das schon irgendwie biegen, denke ich. Bin gespannt. Ähm, genau, also der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, ist, du bist ja Teil von unserem Netzwerk. Also wir bauen diese Invite-Only-Community auf für Freelancer und Agenturen aus dem Digitalbereich. Schwerpunktmäßig sehr viel Softwareentwicklung, Data Science, BI. Du selber bist Datenexperte, hast dich in dem Bereich mit Elbwalker selbstständig gemacht. Und als wir uns das letzte Mal in Hamburg getroffen haben, also bist tatsächlich einer der wenigen, die ich auch mal im echten Leben kennenlernen durfte. Weil ne, unser größer werdendes Hamburg-Chapter, da haben wir uns vor Weihnachten tatsächlich mit zwei Leuten getroffen. Du warst dabei. Genau. Und ja, da hattest du erzählt von eurer Art und Weise, wie ihr Akquise macht. Ihr baut AdWalker OS, da kannst du gleich nochmal ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe keine Ahnung, was es am Ende ist, bin kein Datenexperte. Was ich spannend fand und weil das im Moment ein Problem gerade ist für sehr, sehr viele Freelancer und Agenturen in dem Bereich, der Markt hat sich ein bisschen gedreht. Die Leute in dem Bereich haben es schwer, an Kunden ranzukommen. Früher war es so, also die letzten 10 Jahre waren sehr gut zu uns als für Freelancer ich sag mal, im Digitalbereich. Kunden haben uns gefunden, wir mussten uns nicht um Kunden kümmern. Jetzt hat sich das Ganze gedreht und wir müssen irgendwie anfangen zu verstehen, wie präsentiere ich mich überhaupt, wie positioniere ich mich und wie mache ich potenzielle Kunden auf mich aufmerksam. Und als du von AppWalker OS erzählt hast, von der Open Source Software, die ihr baut und wie ihr das präsentiert und dass ihr darüber sehr viele Consulting-Aufträge bekommt, fand ich das super spannend, weil es ein ganz anderer Weg ist als das, was ich so kenne. Und darüber würde ich gerne heute mit dir reden, dass du uns das ein bisschen beleuchten kannst. Und genau, das ist es eigentlich. Ja, hervorragend. Also da auch vielen Dank und vielleicht auch den Disclaimer vorab. Ich glaube, als wir gesprochen haben, war ich sehr neugierig, wie du mit Sales-Expertise und einem Wissen irgendwie aus vielen, vielen Jahren den Markt auch kennst. Und ich in diese Schiene reingerutscht bin, ohne eigentlich Ahnung zu haben, wie Open Source funktioniert, wie Sales geht und gemerkt habe, okay, das ist eigentlich eine sehr, ich sag mal, komfortable Situation, wie das läuft. Und da haben wir glaube ich, beide ganz gut was von gelernt. Und da kam auch der Vorschlag, lass uns das mal so bequatschen, dass auch andere da teilhaben können. Deswegen vorab, ich mache es einfach und ich kann von meinen Erfahrungen berichten, bin natürlich aber auch froh für jeden weiteren Tipp, der irgendwie hier nochmal von allen, die zuhören, irgendwo kommen kann, was man da noch anders machen kann. Momentan läuft's und vielleicht lerne ich da ja auch gerne noch weiter was. Ja, ja, sehr schön. Das freut mich sehr. Also ich glaube, am Ende können wir alle voneinander lernen. Und je mehr wir uns zu dem Thema austauschen, desto besser. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz von vorne anfangen und ein bisschen was über die Gründung von Walker und eurer Kernmission erzählen und was euch als Agentur antreibt. Wenn ich euch denn Agentur nennen darf. Ich weiß nicht, wie da jetzt so die Beschreibung ist für euch. Och, da bin ich nicht so picky. Das fing an eher aus dem Frust heraus, dass ich selbst verantwortlich war, Tracking mal aufzusetzen, also zu verstehen, was auf Webseiten passiert, messbar zu machen, wie wir Kampagnen, Ad-Budgets richtig ausgeben können und zu schauen, ob Produkte ordentlich laufen. Und da ist mir bewusst geworden, wie viele Leute, gerade so im Online-Marketing, im Web-Analytics, im Product-Analytics-Bereich, tatsächlich in diesen ganzen Prozess involviert sind. Und es wurde ja immer krasser mit Tracking Protections, mit einer DSGVO, mit Fragen, ob jetzt ein GAV und so weiter. Alles, was so immer weiter kam, waren immer nur Probleme und Sorgen. Und das Vertrauen in Daten war halt nie wirklich hoch. Und das hat mich richtig gefrustet, um zu sagen, okay, das kann doch nicht angehen. Da hat es ein bisschen meine Neugier gepackt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen vorab und damit auch mit Ayla zusammen dann Elpoker gegründet. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass wir ja helfen wollen, das Unternehmen selbstständig die bestmöglichen Daten zur Verfügung haben. Damit diese Ausrede, ja, unser Tracking war kaputt, nie mehr eine Ausrede sein kann, sondern dass man sich auf bestmögliche Daten verlassen kann und dass man da halt auch weiß, wir bauen etwas, was eine gewisse Resilienz auch schafft. Und Walker OS ist jetzt nach 7 Jahren, in denen wir das machen, das Produkt, mit dem wir Open Source gegangen sind, oder die Walker JS erst. Das war alles, was im Web passiert. Und dann haben wir gemerkt, auch mit den Setups, mit dem Feedback von Kunden, dass es mehr ist. Datenerhebung ist halt nicht nur im Browser etwas messen, sondern kann auch in Apps sein, kann auch serverseitig etwas sein. Überall finden halt
ja, oder werden Events generiert. Ich muss Consent berücksichtigen, ich muss wissen, was da passiert und das muss ich entsprechend verarbeiten. Und da gibt es viele Fallstricke und mit denen beschäftigen wir uns halt hauptberuflich. Also all das, was viele Leute sehr nervt und reizt und immer wieder für Kopfschmerzen und ja, Frust sorgt, da habe ich richtig Spaß dran. Das ist etwas, wo ich irgendwie gerne rumbastel und schaue, wie können wir Probleme lösen. Und wir sind dann halt vor gut 1,5 Jahren Open Source gegangen. Und da hat sich halt eine Menge auf den Kopf gestellt, weil wir hatten anfangs den typischen Startup-Weg, 'n Funding bekommen, Angel mit aufgenommen und geguckt, wollen wir jetzt eine neue Runde aufsetzen? Und da hat sich so ein bisschen auch ja, der Spirit gedreht so am Markt. Und wir haben gemerkt, so irgendwie passt das gar nicht zu der Mission, die wir haben. Und so sind wir dann ja aus eher der Situation heraus in den Open-Source-Weg reingedriftet und haben uns immer wohler gefühlt und immer besser verstanden, dass da unfassbar viele Möglichkeiten vorherrschen, Geld zu verdienen, das Produkt sicherer zu machen, besser zu machen. Und da kann ich gerne noch mehr im Detail drauf eingehen. Aber vor 7 Jahren fing es an, aus einer Frustration heraus und dem Wunsch, etwas Besseres zu schaffen als das, was Status quo war. Okay, das heißt also, aus der Frustration ist tatsächlich auch die Inspiration gekommen, das Open Source zu bauen, oder wie seid ihr tatsächlich dazu inspiriert worden, dann Open Source zu gehen? Tatsächlich war das auch wieder so 'n Frustmoment, weil Geld zu bekommen war halt, schwieriger oder man musste halt vorweisen, hier sind so wir brauchen Sales, wir brauchen, ne, also Leute, die das auch nutzen, die Software. Und das kann ich voll verstehen aus VC-Sicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch gang und gäbe, dass immer mehr Tools, grad im Data-Bereich, auch Open Source released werden. Und da gibt es dann verschiedene Geschäftsmodelle hinter. Und auf der einen Seite etwas zu verkaufen, was auf der anderen Seite aber noch technisch in Entwicklung ist und, ähm, vielleicht auch eher in der Zielgruppe erstmal nur Developer anspricht, passt überhaupt nicht zusammen. Und da haben wir gemerkt, wir können nicht irgendwie auf der einen Seite uns VCs gegenüber ja, so präsentieren, wir verkaufen etwas und auf der anderen Seite Developern gegenüber so positionieren, wir arbeiten hier für euch. Plus, ähm, wir wollen ja auch von der Mission her Unternehmen helfen, eigene Daten zu erheben und Data Ownership zu erlangen. Und das geht halt nicht, wenn man sie abhängig macht. Und ich glaube halt, dass wir so die Beziehung mit unseren allen Usern, die wir haben, dass eine gesunde Beziehung ist, wenn wir halt sagen, wir knechten euch nicht an uns, wir machen euch abhängig, sondern ihr habt jederzeit die Wahl, das eigenständig weiterzuentwickeln. Aber wenn ihr bleibt, habt ihr halt eine Menge davon, weil wir halt selbst immer besser werden. Und das schafft halt Vertrauen. Und Vertrauen ist ja genau das, worauf wir irgendwo auch bauen wollen bei der Datenerhebung. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das, was wir entwickelt haben, was wir auch verkauft haben, das ist jetzt Open Source frei zugänglich. Das können auch andere nehmen und selbst verkaufen. Das ist immer der schwierigste Part, den eigenen Eltern zu erklären, wie man Geld verdienen kann und warum andere das machen und man selbst nicht. Und damit haben wir gemerkt, wir müssen uns nicht mehr verstellen. Wir bauen das, wohinter wir stehen. Wir bauen etwas, was tatsächlich das Problem auch löst, ohne so ein doppeltes Spiel zu spielen, weil das sind wir nicht. So offen, ehrlich zeigen, wir stehen hinter der Mission und wer uns einmal oder im Zweifel gar nicht irgendwie dazu gebucht hat, etwas bestmöglich aufzusetzen, kann früher oder später immer noch mal dazukommen. Und wenn nicht, haben wir halt mehr Reichweite gewonnen. Und wenn nicht, haben wir halt andere, die das weiter vertreiben und dann mal irgendwie Feedback geben. Und so ist halt in viele Richtungen so ein Flywheel, spricht man immer, glaube ich, ganz gern, entstanden, was sich halt selbstständig in Gang gesetzt hat, ohne dass wir es groß geplant haben oder nicht gesehen haben, dass es sich in der Form weiterentwickeln wird. Ja, okay, interessant. Ja, du hast gerade ein Wort gesagt, das für mich quasi der perfekte Übergang zu der nächsten Frage ist, und das ist Vertrauen. Ne? Also im Sales, im Vertrieb brauchst du Vertrauen. Also derjenige, der von dir kauft, der kauft nur, wenn er dir vertraut, dass das Produkt, was du da anbietest, auch wirklich das ist, was du versprichst. Ähm, und da würde ich dich fragen, inwieweit hat da Walker OS als Open Source Plattform euch geholfen, mehr Sichtbarkeit und auch mehr Glaubwürdigkeit zu bekommen? Ich glaube, wir haben es dadurch bekommen, dass wir halt wirklich uns halt dafür aktiv entschieden haben, wir zu sein und auch authentisch dahinter zu stehen, was wir machen und nicht in eine Vertriebsschulung zu gehen und zu wissen, okay, jetzt müssen wir marketingtechnisch das wie folgt pitchen, sondern
wir sind zum Beispiel auf Measure Camps. Das ist eine Unconference als ein Beispiel gegangen, haben uns mit der Szene vernetzt und auch Vorträge gehalten. Was bauen wir da eigentlich? Was sind so vielleicht Hürden, auf die wir gestoßen sind? Wie haben wir sie gelöst? Und haben immer gesagt, challenge it. Also ich verwende ja auch viel Zeit außerhalb meiner Arbeitszeit darauf, mich um die Dinge zu kümmern, auf die ich dann Lust habe in der Entwicklung. Und ich möchte meine Zeit halt nicht verschwenden. Deswegen Challenge It. Ist das, was wir da bauen, der Ansatz, den wir fahren, gut? Löst das ein Problem oder was wird noch fehlen, damit es genutzt wird? Und da haben wir kostenloses Feedback bekommen. Da haben wir Leute bekommen, also wirklich Experten auf diesem Gebiet, die einfach Ewigkeiten schon sich damit beschäftigen. Oder eine, die uns gesagt hat, in meinen Projekten läuft es wie folgt. Und das war alles kostenloses Wissen, was man mit uns geteilt hat, weil man einfach wusste, okay, im Zweifel kann ich es ja auch nutzen. Und das hat sich irgendwie so selbst bedingt. Wir hatten dieses Vertrauen aufgebaut, wir gezeigt haben, das ist es. Einmal quasi blank alles zur Verfügung gestellt und dann kann man auch reingucken und dann kann man es auch besser machen. Und das ist immer eine ganz schöne Antwort, wenn jemand sagt, ja, aber das ist aber so und so doof oder das geht nicht, dann ja, mach's besser. Ist frei zur Verfügung, du kannst mithelfen. Und im Zweifel sage ich danke für den Tipp und mach's halt selbst. Und insofern kommt da erstmal ungefragt, gefragt, ungefragt sehr viel Feedback rein, für das wir sonst auch hätten teuer bezahlen müssen oder im Versteckten nur von zwei, drei Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, gewusst hätten. Jetzt arbeiten wir mit sehr viel mehr zusammen und noch mehr nutzen halt die Software. Und das sind alles Geschenke. Und so kam halt das Vertrauen, glaube ich, automatisch. Nicht, weil es in der Strategiefolie auf Seite 3 stand, als KPI, die wir verfolgen wollen, sondern weil wir gesagt haben, äh, wir glauben, dass wenn wir da was Richtiges bauen, dann wird das auch schon richtig laufen. Und darauf konzentrieren wir uns. Ja, super. Also ich glaube, das ist auch, also es resoniert stark mit mir, weil, also das, was ich jetzt so von dir mitbekomme, ist, dass ihr ein Produkt baut und das authentisch auch vortragt. Ne? Also ich sage hier, Alex Hormozy redet ja immer über Owning the Negatives. Also ihr seid offen und transparent mit dem, was vielleicht noch nicht funktioniert oder womit ihr Probleme habt und nutzt das quasi eigentlich als einen Feedback-Mechanismus, um euer eigenes Produkt weiterzuentwickeln. Mhm. Und gleichzeitig baut ihr so Vertrauen auf bei potenziellen Kunden, die wahrscheinlich dann vielleicht nicht, wenn ihr auf so einem Speaking-Event seid, zuguckt. Das finde ich einen ganz spannenden Mechanismus eigentlich. Meine Frage da wäre nochmal an dich. Inwiefern glaubst du, dass Open Source Software generell das Kundenvertrauen und die Kundenakquise beeinflussen könnte? Ob das jetzt bei euch ein Spezialfall ist oder ob du, weißt du, vielleicht ein paar Tipps geben könntest für Leute, die das auch machen wollen? Mhm. Also es gibt auch Negativbeispiele, die möchte ich auch nicht verschweigen. Zum Beispiel haben wir auch von Konzernen gehört, oh, Open Source und hier ist jetzt ein aktiver Maintainer, Contributor für die Software und lieber hätten wir gerne eine große Firma und da war die Transparenz halt, ich sage mal in Anführungsstrichen schlecht, weil auf der anderen Seite, ja, so ist es halt und wir müssen nicht eine große Firma vorgaukeln und zeigen, hier ist eine Software dahinter und wir würden sowas auch mit Service-Level-Agreements vielleicht hinbekommen, zu sagen, wir sind einfach da. Weil die Antwort wäre, wenn du morgen nicht weitermachen willst, was dann? Aber so ist es ja auch mit Agenturen, die irgendeinem was verkauft haben und dann, wo nie 100 Augen drauf geschaut haben, sondern das halt irgendwie intern nur entwickelt wurde. Die muss man im Zweifel nur weiter bezahlen. Also man kann auf sowas reagieren, wenn Agenturen sagen, okay, Open Source, was ist, wenn es nicht weiter gepflegt wird? Weil dafür kann man mit Service Level Agreements halt ein Business Model fahren. Ein anderes, was halt sehr gut funktioniert hat, war halt auch ein Weg zu sagen, andere Leute, also wir haben halt Leute geschult, das zu nutzen, weil sie hatten halt die Fragestellung, die sind halt rausgegangen und daraus hat man uns dann beauftragt. Also da dachten wir halt intern, geben wir jemanden einen Tipp und wurden wir halt als Experten für die tricky Questions so rangezogen und wussten halt, ach guck mal, da fehlt tatsächlich noch was, das haben wir gar nicht mitbekommen. Und so haben wir halt Aufträge bekommen für etwas, wo wir gar nicht gefragt wurden. Ähm, was noch? Ich könnte mal ein paar gezieltere Beispiele nennen, aber hak noch mal bitte nach. Jetzt habe ich fast verloren. Was hast du gefragt? Ich hab dich gefragt, inwiefern du glaubst, dass generell Open Source Software Kundenvertrauen und also Kundenvertrauen stärken kann und Kundenakquise beeinflussen kann. Ja. Ja, das Vertrauen ist dann halt auch, ich sage im Zweifel, guck mal, ich stehe dahinter und wenn du das nicht glaubst, hier ist alles und du kannst auch andere beauftragen, das zu machen. Vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel mal keine Zeit mehr habe oder wenn ich halt sage, ich mache es nicht mehr. Du kannst den Code nehmen
und selbst für dich modifizieren. Das heißt, ich bin kein starres Framework und nur das, was auf der Product Roadmap steht, wird auch umgesetzt, sondern wenn du etwas haben möchtest, kannst du entweder uns bezahlen, was zum Beispiel auch passiert, womit wir Geld verdienen, oder du baust es halt selbst und wenn du Lust hast, stellst es auch anderen zur Verfügung. Dann siehst du auch noch, dass ich zum Beispiel Feedback drauf gebe. Und damit hast du halt schon ein offenes Produkt, was du auch noch deinen eigenen Wünschen als Company ja, anpassen kannst und auch mit beeinflussen kannst, was als nächstes entwickelt wird. Das schafft natürlich schon mal Vertrauen in, geht das in die richtige Richtung. Und das andere ist halt auch, dass im Zweifel halt mehrere Leute raufgeschaut haben. Dass wir bekommen ja aus verschiedensten Branchen und Anwendungsfällen Feedback. Und das ist halt nicht etwas, was wir als Agentur einmalig für einen Kunden umgesetzt haben, sondern etwas, was wir halt basierend auf dem Wissen von sehr vielen Setups jetzt gezielt auch einsetzen können. Und das ist halt nichts, was halt irgendwo noch an Kinderkrankheiten, unter Kinderkrankheiten vielleicht so leidet, sondern was schon vielfach einfach im Einsatz ist. Und das ist natürlich auch nochmal ein offener Punkt, wo wir halt nichts verstecken. Und es auf großen Ebenen sagt man, glaube ich, auch, gibt es bestimmt auch Studien zu, wie ja, in der Kryptographie offene Quelltexte zeigen, okay, hier ist eine Schwachstelle und da gucken halt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen drauf, anstatt ein kleines Team von Experten, die halt irgendwie wissen, ähm, wir haben jetzt irgendwie an 80% gedacht, aber einen Teil haben wir halt noch nicht irgendwie berücksichtigt. So, also Ja, ich könnte auch viel weitermachen, aber das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, die bei mir sagen, mach's im besten Fall selbst besser. ja, okay, super. Und ich weiß nicht, ob ich mich richtig daran erinnere, aber in meiner Erinnerung sagtest du damals, dass ihr 100% eurer Consulting-Aufträge über diese Speaking-Events kommt. Stimmt das oder habe ich das falsch in Erinnerung? Erfasst. Wir haben alles so über den direkten Kontakt. Also wir haben keinen Outbound, wir haben noch keinen Dollar ins Marketing irgendwo gesteckt, also keine Ad geschaltet jemals, sondern ähm, es ist alles über das Netzwerk gekommen, dass Leute uns empfohlen haben, dass man auf LinkedIn bei mir gelesen hat, dass ich über was schreibe, dass halt auf GitHub jemand gesehen hat, da gibt es eine Library und mich kontaktiert hat. Oder aber auf den Speaking-Events irgendwer später gesagt hat, hey, ich habe davon gehört, ich habe hier Kunden, wie hast du denn das gemacht? Und da haben wir keine Rechnung für gestellt, sondern da haben wir halt Reichweite für gewonnen. Ähm, so, und das sind so die Hauptwege, Word of Mouth. Das war immer so das Wichtigste, was bei uns für Neuaufträge gesorgt hat. Okay, cool. Und wie seid ihr an diese Speaking-Events rangekommen, beziehungsweise kannst du den Prozess so ein bisschen beschreiben? Mhm. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn du sagst, ich möchte gerne hier bei einer Veranstaltung meine Software verkaufen. Hier ist die Vertriebspräsentation, die habe ich auch in der Schublade. Darf ich vorbeikommen? Oder aber du gehst auf ein Event und sagst, guck mal, Folgendes habe ich gebaut. Was haltet ihr davon? Und das, da ist kein Verkaufsargument hinter. Also es ist auch wirklich nie die Absicht gewesen. Das Hauptziel, das hat sich auch nie geändert, ist zu jedem Measure Camp, wo ich zum Beispiel hingefahren bin, und da sind auch die Vorträge sind auch frei zugänglich. Da kann man halt sagen, ich habe ein Feature vorgestellt, was haltet ihr davon? Oder ich habe etwas geplant, hatte etwas vor und habe danach gefragt. Und da haben sich halt Leute, die interessiert waren, mit zugesetzt und die waren halt einfach ultra hart im Thema drin, so richtig nerdig. Und da wusste ich brauche mir diese zielgenaue Ansprache oder zu wissen, in welchem Zustand befinden sich Kunden, gar nicht, gar nicht viel Aufwand reinstecken, sondern ich weiß, die Leute sind halt aktiv da in den Vortrag gekommen. Und ich hatte halt den Zugang erhalten dadurch, dass ich gesagt habe, ich würde gerne über Folgendes sprechen. Man fand es gut und entsprechend musste ich nur eine Präsentation fertig basteln und auch das Feature dann entwickeln. Aber das hätte ich ja eh gemacht. Insofern war das eigentlich Win-Win-Win. Leute, die dazugekommen sind, wussten, sie lernen was. Ich hatte ohne großen Aufwand einen Speaking-Auftrag bekommen. Und als Firma und Kunden sind wir halt auch zusammengekommen und konnten halt die Probleme entsprechend lösen. Das finde ich spannend. Das heißt, du hast etwas verkauft in dem Sinne, was es so noch gar nicht gab und hast dann erst, als es klar war, du darfst da sprechen, das Feature komplett entwickelt? Mal so, ja, auch, weil Geil. ich wusste, das würde mich richtig interessieren. Und das ist ja auch das, ich habe auch auf, stimmt, ich habe einmal aktiv auch auf LinkedIn Reach-Outs gemacht. Da habe ich geschrieben, guck mal, ich baue was.
verstehst du den Ansatz so in den ersten 5 Minuten, wenn du halt, oder in den ersten 3 Minuten, wenn du die Dokumentation liest. Ähm, und es ging mir wirklich darum, weil ich habe da die README erstmal gebaut, zu sehen, wissen Leute, worum es geht. Und so ist halt auch immer hinzugekommen, dieser Anwendungsfall fehlt mir oder das ist noch etwas, was ich nicht verstehe. Ob daraus jetzt ein Sale geworden ist, glaube ich nie. Glaube ich nicht. Aber ich habe dadurch halt Feedback bekommen, was fehlt denn gerade noch den Leuten oder wie muss ich die Positionierung anpassen, damit es halt leichter verständlich rüberkommt. Und wenn ich halt wusste, ich kann jetzt einen Vortrag halten zu etwas, dann habe ich halt das so vorgeschlagen und dann wurde es auch schon angepasst, wurde gesagt, ja, das ist ein bisschen zu nischig, aber du kannst auch allgemein diese Infrastruktur vorstellen. Und dieses Walker.js nur für den Browser, jetzt Walker OS, das ist halt genau daraus entstanden, zu sagen, guck mal, was würdet ihr davon halten, wenn Folgendes so in der Form möglich wäre? Und da haben Leute halt eine Produktidee einfach befeedbackt und ich bin halt nicht fake it till you make it, sondern ich war halt offen und sag, guck mal, ich möchte das bauen, was haltet ihr davon? Und dann habe ich es halt gemacht. Also es war nichts gefaked, es war halt eher gezeigt, ich möchte es machen. Und das passt ja auch wieder mit dem Thema Vertrauen, weil es wurde halt nichts verstellt. Ja. Ja, aber ist ja eigentlich ein total smarter Ansatz zu sagen, ich teste erstmal den Markt an, gucke, wie das Feedback ist. Und wenn das dann passt, dann habe ich auch noch einen Speaking-Event-Termin, zu dem ich fertig sein muss. Also sich selber auch noch irgendwie die Deadline setzen, finde ich, ist eine, ist eine super Kombination. Ja, wir sind übrigens, das habe ich eben, glaube ich, gar nicht erwähnt, wir sind ja so im Business-to-Developer-Marketing oder von der Positionierung, weil erst haben wir versucht, auch so auf C-Level zu verkaufen, ein Produkt, was auch so voll gemanagt mit einer App war und so weiter. Und da oben ist eine ganz andere Argumentationskette als irgendwo in der IT-Abteilung. Und letztendlich sind wir aber immer in der IT-Abteilung gelandet, weil das sind die Leute, die das auch, also Buyer-User-Problem, das sind jene, die es halt auch nutzen. Und wir haben gemerkt, da müssen wir eh was haben, etwas Greiffestes, wie eine technische Dokumentation, wie so ein paar Beispiele. Warum machen wir also uns die Arbeit, gleich beides zu machen? High-Level, eine High-Level-Präsentation und eine technische Dokumentation. Warum fangen wir nicht erstmal mit der technischen Dokumentation an, gehen an Devs raus und die treiben das zum Beispiel in der Firma voran. Und wir mussten seitdem oder haben wir auch nie wieder eine PowerPoint gebastelt, die uns halt irgendwie als Produkt pitcht, sondern wir haben halt so ein bisschen Krasswurzel Bottom-up-Approach gefunden. Manche sagen halt, ja, zu technisch. Dann sehe ich halt, du hast doch ein C-Level, C in deinem Titel und weiß, ja, du willst doch gar nicht, also du wirst schon von deinen Leuten hören, dass es gut ist. Und dann bin ich halt entspannt. Weil ähm, von der IT her, wenn die einen Wunsch haben, das war unser Learning, oder wenn sie sagen, das ist ein Problem und ich will das gerne nutzen, dann wird niemand sagen, der auch nicht tief im Thema drin ist, nee, aber du musst das jetzt machen oder du musst das anders. Wir haben das so. Also die Firmen, die halt irgendwie große Software beim Golfen einkaufen, die wollen wir auch gar nicht haben. Das ist nicht unsere Zielgruppe, sondern wir wollen jene, die ein echtes Interesse daran haben, auch datengetrieben zu arbeiten zu werden. Und das läuft halt nicht ohne die IT dahinter. Also holen wir uns den maximalen Trust bei den Devs ab und wissen halt, da können wir punkten, weil darauf ist der hundertprozentige Fokus. Und seitdem haben wir nie wieder diese Sales Pitches gemacht, sondern wussten, nö, das ist ein Problem und das ist aus der Praxis und das gibt es. Also müssen wir nicht sagen, dass es vorherrscht, sondern wir wissen, dass die Leute uns einen Stempel dafür geben. Smart. Sehr smart. Finde ich richtig gut. Ich würde noch mal ganz gerne ganz kurz zu den Events zurück, weil mich das tatsächlich interessiert. Ähm, Weil ich glaube, viele, die das jetzt gucken, denken sich, ja, aber wie genau hat er das denn gemacht auf diesen Events und worüber hat er gesprochen? Und du sagtest es eben schon so, dass die Leute, die diese Events veranstaltet haben, die ja quasi schon die Themen vorgegeben haben. Oder gibt es da irgendwie bestimmte Themen, über die du gerne gesprochen hast, oder war das so komplett random? Mhm, wir haben keine Produkt-Roadmap für ein Jahr geplant und dann sind wir jeden Monat woanders hingegangen, sondern ähm, ich habe anders eigentlich immer nur gehofft, dass noch mehr Events stattfinden, weil ich dann immer mehr schneller entwickeln wollte, weil ich immer mehr gemerkt habe, krass, mal gucken, ich wusste dann auch schon, welche Leute dazu kommen und ich habe mich unfassbar gefreut, sie wiederzusehen, wusste auch, oh, da wird es kritisch, aber richtig gut oder da wird es nochmal in die Richtung gehen. Und das war immer aufbauend, auf einen Schritt nach dem anderen. Das Gesamtziel, Data Ownership zu ermöglichen, da haben wir eine große Vorstellung, was das alles braucht dafür. Und ähm,
welche Features aber als nächstes wichtig sind, da passen wir uns an. Und wir haben zum Beispiel früh einen eigenen Consent Mode entwickelt, ähm, einen richtigen Consent Mode. Einfach, das war am Wochenende, wo ich einfach wusste, das will gerade noch keiner. Ich bin einfach nur interessiert dran, ich glaube, das wird was. Und dann ist es ja auch in Google-Produkten gekommen. Dann ist es halt auch, oder in Anführungsstrichen Content Mode. Und dann ist es etwas, da habe ich einfach mal so aus Spaß drüber gesprochen. Und das hat voll den Nerv getroffen. Also man muss ja nur eigene Leute fragen, womit beschäftigst du dich eigentlich oder was hindert dich in der täglichen Arbeit? Und dann sind da auch schon genug Geschäftsideen oder Probleme, die irgendwie auffallen. Und so habe ich halt mein äh, Freizeit-Cake-and-Code-Sessions, wo ich ein Stück Kuchen geholt habe und einfach an den Sachen programmiert habe, auf die ich jetzt Lust habe, Ideen gefunden und bin halt mit einer maximalen Begeisterung in diese Events gegangen. Und bei anderen wusste ich halt, oh, da kommen folgende Leute, da kann ich ja mal was pitchen. Oder wir hatten halt einen Case, den ich mir vorstellen wollte. Es war, ich glaube, am Ende ist es einfach machen, wenn du halt dann, der Vortrag war okay, aber die Gespräche, die Kontakte, die danach gekommen sind, weil man kannte mich dann ja, die waren halt nochmal wertvoller. Und ich habe auch mal nur über Dokumentationsschreiben Vortrag gehalten. Und dann habe ich, und das ist für mich der Endgegner, das ist richtig schwierig dahin. Dann habe ich dafür aber gutes Feedback bekommen. Also ich wusste gar nicht, treffe ich Leute, die das interessiert, was ist das? Und ich habe tatsächlich auch, wie gesagt, alle Präsentationen auch Open Source gestellt. Also unter elpwalker/talks auf GitHub kann man auch ansehen, welche Slides sind immer neu hinzugekommen, welche sind immer geblieben und die, die Vorstellung von der Software ist halt immer prägnanter geworden, basierend auf dem Feedback. Ich glaube, ich würde einfach sagen, sowas machen. Also ich habe auch auf den Events Leuten gesagt, ja, nur weil ich jetzt öfter stand, ich will auch nicht, dass langweilig wird. Ich möchte auch was lernen. Also ich lerne am meisten, wenn ich halt versuche, anderen was beizubringen. Aber ich glaube, alle können sich mal hinstellen und sagen, das war übrigens der allererste Punkt, warum ich so begeistert war von solchen Events. Nicht, wo Leute mit hohen Titeln und die man eh groß kennt, was vorstellen, so inspirational Sachen, sondern ich bin halt eher interessiert an jenen, die halt irgendwo hingehen und sagen, was ist eigentlich Server-Side-Tag-Management? Kann mir das jemand erklären? Und da sind andere in diesen Vortrag gegangen, wo ich wusste, die Leute wollen sich gegenseitig helfen. Und beim anderen ist es halt eher so, dass so eine Distanz zwischen denen, die sprechen und denen, die zuhören. Und ich mag solche Hands-on-Events und ob das mal ein Meetup ist, ob das mal so eine Unconference ist, das ist das, wo ich mich eher zu Hause fühle, weil da geht es nicht darum, gestochen hoch zu sprechen, sondern geht es darum, Probleme zu lösen. Ich gehe auch gerne auf Schnittchen-Events, so ist nicht, aber habe halt ich mochte diese Hands-on-Mentalität viel mehr als diese Distanz zwischen Publikum und Vortragenden. Ja, das kann ich mir vorstellen, das würde mir genauso gehen. Ich glaube, wenn man mit den Leuten zusammenkommt, die an ähnlichen Problemen arbeiten und die auch lösungsorientiert sind, sind die Gespräche immer noch die interessantesten. Ne? Ja, und auch die Kontakte danach. Ich kann sie mal fragen, oder ich habe gesagt, guck mal, ich habe Folgendes gebaut, was hältst du davon? Und dann haben sie meine Software genommen und sie woanders implementiert und ich wusste, cool, perfekt, dabei ist noch ein Fehler aufgekommen, habe ich, oder eine Erweiterung und dann habe ich das ergänzt und wusste, jetzt kann ich zu den Kunden, die wir haben, gehen und sagen, guck mal, wir haben was Neues. Und ich konnte es halt dreimal als Follow-up so ranbringen und wusste, ich habe es, für die Kunden war es dann günstiger, weil es halt diese Entwicklungskosten sich verteilt haben und ich hatte wieder einen guten Grund zu sagen, hier ist was, weil das löst ja die Kunden, die Probleme bei Kunden. Und ich sehe halt auch, zu welchem Wert sie können das andere verkaufen. Also passe ich es auch an. Ja, perfekt. Das hört sich alles nach einem sehr, sehr smarten Weg an, die Dinge zu verkaufen letzten Endes. Also es ist ja dann doch ein Verkaufen, aber ähm, nicht um, also es fühlt sich für mich so an, als wäre es nicht so um des Verkaufens willens, sondern du willst halt ein tolles Produkt bauen und willst für deine Kunden auch Probleme lösen. Und ich denke, das sollte halt auch immer das oberste Ziel sein, ne? Absolut. Also wir sind auch Ähm, nicht günstig, was jetzt Consulting angeht, aber wir haben halt das geballte Wissen komplett mit drin und können es halt sehr viel schneller umsetzen. Und ich freue mich ja, wenn andere es weiterverkaufen, weil dann haben wir Reichweite. So und dann haben wir heute nichts, aber damals hatten wir einen Kunden, den wir betreuen konnten, heute haben wir vielleicht einen Kunden und 9 weitere, die es nutzen. Also eine Userbasis von 10 und ähm, daraus wird immer mehr entstehen und das ist dieses Flywheel, mal so exemplarisch gesagt. ja, ja, cool. Ähm,
Datenschutz ist ja nicht nur bei euch ein großes Thema, sondern generell in Deutschland. So wie ich das jetzt lesen konnte von eurer Website, ist das tatsächlich bei euch auch ein starker Fokus. Kannst du was darüber erzählen, wie das entstanden ist oder wie das auch ich sag mal, beim Publikum ankommt, wenn du darüber sprichst? Mhm. Wir bauen halt so Privacy by Design. Das heißt, im Zweifel ist erstmal alles deaktiviert und du musst aktiv sagen, ich möchte gerne jetzt Daten an an dieses Tool schicken oder ich möchte gerne Daten von woanders runterladen. Ich möchte auch vielleicht aktiv den Speicher auslesen. Für alles braucht man Consent. Für alles muss man halt erstmal aktiv aufklären und man muss auch aktiv sagen, ich möchte Folgendes messen. Das heißt, DSGVO, wo auch Datensparsamkeit gefordert wird, der kommen wir halt nach, weil man halt nicht so viel wie möglich erstmal hat und dann schaut, was brauche ich davon, sondern dass man aktiv sagt, ich brauche diese Sachen, was auch für viel mehr Ordnung später in den Abläufen oder in der Nutzung von Daten auch sorgt. Und damit lösen wir eigentlich zwei Probleme. Und dann zu sagen, wir wollen bewusst Daten jetzt zum Beispiel zu einem GA4 schicken. Wir wollen bewusst Daten in ein Storage, so ein Cookie oder Local Storage mal wegspeichern. All das muss aktiv eingeschaltet werden und fordert halt auch so eine Consent-Frage. Das heißt, ähm, wir sparen uns zukünftig viel Arbeit, weil man sich bewusst entscheidet, welche Daten überhaupt erhoben werden sollen, welche brauchen wir, sparen damit und haben halt auch diesen Goodwill, dem wir nachkommen. Ähm, plus es ist ja alles offen. Nur weil wir sagen, es ist Privacy by Design und Datenschutz ist wichtig, heißt es ja nicht, dass ich Daten nicht zum einem Google-Konzern schicken darf oder zum Mieter. Ich bin ja dafür, dass wenn wir Consent haben, das Maximale rausholen. Aber ich bin auch dafür, dass wir schauen, dass wir User respektieren und die Daten halt auch bestmöglich so aufbereiten, dass wenn wir keinen Consent haben, das an dritte Tools zu verteilen, zumindest die gleichen Events monitoren können, ob unser Produkt überhaupt noch läuft. Zu schauen, wie wird das Produkt überhaupt genutzt, weil da geht es nicht mehr um User, sondern es geht um die Usage von einem Feature von meinem Produkt. Und es macht ja einen Unterschied zu sagen, Jan hat sich hier irgendwie in der App folgende Produkte angeguckt, als zu sagen, jemand hat sich 3 Produkte angeguckt. Ähm, und das war jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, sondern es war halt ungefähr vor einer Woche. Und je mehr ich halt an Daten auch rauslösche und diese Wahl habe, desto mehr kann ich auch machen. Weil diese eine Information, dass es der Jan war, da muss er zustimmen. Die andere, wo ich halt so weit anonymisiere und Daten halt nutze, da kann ich nochmal sehr viel mehr rausholen. Das heißt, Datenschutz kann auch ein Vorteil sein, weil man zum Beispiel äh, mehr machen darf. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Ja, man darf es eh nicht, wenn man Kampagnenerfolg oder Nutzerverhalten an Großkonzerne übermittelt. Das darf man, also da muss man einfach Konsens respektieren. Aber ich kann zumindest schon mal mein Produkt monitoren. Ich kann zumindest mein Produkt auch besser verstehen, weil da geht es nicht um die Person, da geht es um die Usage. Und damit ist es ein Riesenvorteil auch für Unternehmen, zu sagen, wir haben einen Ursprung bei der Datenerhebung und holen das Maximale raus. Wir sind nicht abhängig davon, dass man Consent hat und GA4 die Daten verarbeitet, damit wir sie auch in der BigQuery-Datenbank zur Verfügung haben, sondern wir sagen, GA4 ist das, nutzen wir dafür, wofür es gemacht ist, zum Marketing. Und da bauen wir halt unser Reporting, da bauen wir halt Segmente für, um zielgerichtetes Marketing zu schalten. Aber es gibt so viel mehr, was ich mit diesen Daten machen kann. Und so viel mehr, wie ich da halt auch, ähm, ja, was ich da rausziehen kann, dann geht es nicht mehr um die Person, sondern es geht um ganz andere Sachen. Und damit ist Datenschutz ein Riesenvorteil, weil ich mehr Daten habe. Alles klar. Das ist ein interessanter Spin auf jeden Fall, ja. Hm. Vielen Dank für die Erklärung. Und hat dieses Datenschutzthema schon mal konkret zu einem Beratungsauftrag geführt? Ist das sag ich mal, ein guter Angle, über den man Kunden ansprechen kann? Tatsächlich, viele haben halt gemerkt, so mit dem Google Analytics Sunset oder mit so ad-hoc Zwangsimplementierung von einem Consent Mode V2 hat man so gemerkt oder auch anderen Punkten, auch in der DSGVO, okay, müssen wir uns abhängig machen von einem Tool. Wollen wir die gesamte Datenerhebung und Verarbeitung äh, Dritten überlassen, die uns vielleicht auch sagen, wie, dass wir zufällig über Suchanzeigen, bezahlten Suchanzeigen, die den meisten Umsatz generieren? Oder aber wollen wir uns selbst Daten angucken? Wollen wir selbst schauen, dass wir mit einer eigenen Attribution was aufbauen? Selbst wenn wir
heute das noch gar nicht können. Selbst wenn wir den Traum haben, heute AI-Tools irgendwie zu bauen, ich brauche irgendwann immer Daten dafür. Und das haben jene großen Konzerne verstanden, wie wichtig das ist. Und andere haben halt gesehen, was es halt bringt, wenn wir halt eigene Informationen selbst bei uns auch haben und nicht mehr irgendwie uns zurückkaufen durch Anzeigen. Und Datenschutz und auch so diese ganze Privacy-Bewegung waren halt alles Argumente, die User mal zum Umdenken gebracht haben. Muss es eigentlich immer so sein, wie seit Anfang der 2000ern oder irgendwann 2010, wo man gesagt hat, ich packe als erstes Google Analytics rauf und ähm, müssen wir uns alles kaputt machen lassen durch Datenschutz? Nee, wir müssen halt einfach respektieren, dass nicht okay ist, zu verpetzen, was Jan alles so macht, wenn er durchs Internet surft. Vielleicht will der nicht auf allen Seiten seine Daten teilen und das ist auch okay. Ähm, aber wenn ich immer die Tools dafür nutze und die sind ja auch gut, ich habe ja nichts gegen GA4, wenn man es halt dafür nutzt, wofür es gemacht ist. Ähm, aber ich kann vielleicht dann auch ein anderes Tool, ein Pivot Pro nutzen, um halt andere Reports mir zusammenzustellen und dieses Ownership zurückzuerlangen, auch das Verständnis zu haben, dass ich meine Daten nicht so oder das Verhalten von meinen Usern, dass ich die nicht einfach so rausposaunen sollte, aber kann, wenn ich es darf. Das hat zu einem Umdenken geführt und damit auch zu einer sehr großen Chance zu sagen, wir brauchen etwas Unabhängiges oder wir wollen es unabhängig machen von einem Tool und wir wollen sehr viel mehr erreichen, als einfach nur Anzeigen zu schalten. Also lohnt es sich halt eine Erhebung zu haben, wo ich einmal Consent verwalte und wo ich einmal sagen kann, was wird eigentlich erhoben, weil das ist auch das, was man dokumentieren muss im Sinne der DSGVO. Sowas würde ich mir ja wünschen für Browser, also für so einen Chrome zum Beispiel, dass ich einfach in meinem Chrome sagen kann, ich möchte generell keine Cookies akzeptieren zum Beispiel, weil am Ende ist es auch nicht im Sinne des Nutzers immer dieses Banner zu haben, weil da klickt sowieso jeder drauf und sagt immer nur Reject, Reject oder Accept All, ohne sich darüber Ja, Gedanken zu machen. Vielleicht kommt da ja, vielleicht baut ihr das ja mal in Zukunft, wer weiß. vielleicht ja. Hast du Herausforderungen, die du teilen kannst, so wenn es um das Thema geht, Kundenakquise mit Open Source auf Events? Also ich nehme jetzt mal an, dass es euer wirklich Hauptakquisekanal ist, so wie ich das verstehe. Hast du da Herausforderungen mit? Ist das verlässlich? Kannst du da was zu Das ist sagen? tatsächlich, ich glaube, wir haben eine extreme Komfortsituation, dadurch, dass halt immer genug reingekommen ist, dadurch, dass ähm, ja und wir nicht aktiv pushen mussten. Also wenn wir jetzt, also ich habe natürlich keine Kontrolle. Wenn ich jetzt sage, ich kann mehr Ad-Budget irgendwo reinstecken und habe halt mehr Umsatz, das ist natürlich bequem. Ob das dann rentabel ist, ist dann aber ne, ist das ein kurzfristiges Mittel, um mein Lager leer zu bekommen. Und auch bei uns können wir aktiv auf Leute zugehen. Im Zweifel können wir das ja, weil Open Source haben wir was Neues entwickelt und ich kann Leuten Hinweis geben, guck mal, das ist jetzt neu dazu und vielleicht kommt was raus. Also ich kann schon aktiv steuern, poste ich mehr, dann kommen Anfragen auch rein oder poste ich gerade mal weniger. Gehe ich mehr zu Events und ich bin wirklich, ich habe nie ein salesy Gespräch da gestartet, sondern ich war halt immer an den Feedback interessiert. Und das hat dieses Vertrauen aufgebaut und dadurch hat sich das so selbst verfestigt. Wir haben jetzt aber auch keine Leute, die wir fest anstellen und bezahlen müssen. Das heißt, da ist auch nicht dieser Druck drin. Das war auch eine sehr bewusste Entscheidung für uns Peace of Mind. Dadurch, dass es uns gut geht, bin ich entspannt. Und dadurch, dass halt auch, und ich skaliere halt meine Zeit, wenn wir jetzt Leerlauf haben, entwickle ich neue Features Open Source und mit denen kann ich dann halt wieder zurückgehen zu allen anderen oder kommen halt die nächsten. Wenn aber zwischendurch ein Kunde reinkommt, dann entwickle ich wieder ein bisschen weniger Open Source und ähm, da jetzt zu kontrollieren, was ist der beste Vertriebsweg, mussten wir uns zum Glück aktuell noch nicht die Gedanken zu machen, weil da halt was zu tun war. Und im Zweifel haben wir halt, da sind ja auch solche Netzwerke jetzt mit uns sehr hilfreich. Im Zweifel schiebt man sich ja Aufträge hin und her und weiß, guck mal, ich kann das gerade nicht bedienen, ich gebe es weiter. Und ich weiß, irgendwann wird es zurückkommen, weil wir haben genug zu tun, auch wenn Leute zögerlich sind. In dem Moment, wo man halt einfach weiß, das ist jetzt gerade wichtig, dann wird man auch die Nachfrage haben. Und das frage ich ja eben durch die Community nach. Insofern, es hat irgendwie immer gepasst und ob ich es empfehlen kann, das weiß ich nicht. Ich glaube, andere sind viel besser darin, auch mal zu sagen, ich verkaufe etwas, weil das ist ja nichts Schlimmes per se. Mir fällt es einfach nur schwer. Ja. Was würdest du dann jetzt anderen Freelancern und Agenturen mit auf den Weg geben, die das
als einen Weg für ihre Kundenakquise wählen wollen. Ich glaube, dieses Thema Positionierung mit, ich kann programmieren, ich kann alles, das ist schlecht. Da bist du einfach, dieses spitz positionieren, ich bin super gut in Webflow und da helfe ich dir halt, wenn es halt wächst, perfekt. Oder ich bin halt sehr, sehr stark in Analytics und das kann ich zum Beispiel nochmal beweisen, indem ich zeige, hier ist ein Repository und hier ist halt auch eine Usage hinter und da ist auch zum Beispiel so ein Stamm von Talks, auf denen ich halt gesprochen habe und man glaubt mir halt, dass ich mich damit beschäftigt habe und ich habe dadurch so eine Visitenkarte aufgebaut und die ist halt auch sehr spitz, weil ich halt sehr nischig auf eine Sache gegangen bin, wo ich halt weiß, ja, was ist denn, wenn jemand jetzt für Flutter etwas baut im Walker OS? Dann gehen natürlich auch Leute, die sehen, ich habe was hier gebaut und sprechen dich natürlich auch darauf an, weil ich zeige, ich teile mein Wissen. Ich bin also als offizieller Contributor von Walker OS mit dem Flutter-Client, ne, kann ich halt sagen, wenn du eine App ein Tracking haben möchtest, ich habe da auch sogar schon für andere was gebaut. Hier ist das, ne, was klassisch die Website war und ähm, wo das Portfolio dargestellt wird, wenn das Word of Mouth nicht mehr reicht, wenn ich halt sagen kann, das sind meine Kundenprojekte, dann ist das halt nur der alternative Weg, der halt eher in den nerdigeren Sphären, glaube ich, zieht. Es baut halt, es baut halt Vertrauen auf, zu zeigen, ich habe übrigens aktiv da was mitgewirkt, weil ich habe da auch so Spaß dran und ich beschäftige mich auch freizeitmäßig mit diesem Thema. Glaub mir also, dass ich wirklich dahinter stehe. Und ja, es ist ein Invest und auch ein Walk OS zu bauen war lange Zeit kaum Geld verdienen, zahlt sich dann aber auch aus. Genauso wie man halt auch im Startup erstmal sagt, ich muss irgendwas investieren. Und das bringen wir auch Kunden bei. Ihr wollt ordentliche Datenerhebung, also müsst ihr halt auch erstmal euch damit beschäftigen. Ähm, Man muss es halt machen. Ich kann nicht einfach ohne Fundament starten. Und ich positioniere mich nischig in dem Moment, wo ich halt sage, ich contribute auch mal an Open Source, weil das ist nochmal ein zusätzlicher Weg, der ein bisschen origineller ist. Und selbst wenn nichts rauskommt, hast du zumindest anderen mitgeholfen und dann haben die vielleicht nochmal ein Feedback, könnte ich. Ja. Und würdest du, also gibt es bestimmte Ressourcen oder Netzwerke, zu denen du beigetreten bist, ich sag mal, die Open Source Entwicklung auch für diese Vortragsmöglichkeiten zu nutzen? Also gibt es da bestimmte Communities, wo diese Events öfter mal stattfinden? Oder wie war da dein Weg? War das auch eher zufällig oder? Komplett zufällig und ich glaube, da kann ich auch sehr viel mehr machen. Also da bin ich überhaupt nicht tief im Thema drin. Ich habe mich halt auf Analytics-Events so fokussiert, aber Open Source das komplett zu machen, da habe ich erst sehr viel später verstanden, wie ich es eigentlich richtig machen sollte. Und ich habe auch leider nicht komplett die Zeit gehabt, mich damit jetzt mehr zu beschäftigen. Da kann ich auch sehr viel mehr rausholen. So Developer Relations ist ein Riesenthema. Also da müssen wir halt auch, Nerds lieben es ja gepampert zu werden und das braucht halt Aufwand. Und das kann ich halt nicht voll leisten. Erstmal musste halt eine Software die Probleme lösen und dieses Thema auch zu merken, wie wichtig eine Dokumentation ist, die vielleicht auch andere mit bearbeiten können. Wir haben sie Open Source, das heißt, jemand, der sagt, hier im Text, das gefällt mir nicht oder da fehlt ein Komma oder dieser Code ist nicht gut erklärt, können halt aktiv auch rüberlesen und sagen, ich mache immer einen Textvorschlag. Das haben auch welche gemacht bei uns und habe ich mich mega gefreut. Und jetzt kann man halt da aktiv auch mitwirken und weiß, das ist wie so ein erster Good First Issue heißt das. Hier, das ist ein erstes kleines Thema. Das ist nicht komplex. Damit kannst du mal anfangen. Ähm, Auch da habe ich richtig hilfreiche Tipps von jemandem bekommen, der halt sehr tief drin ist und einen Goldstar auf GitHub irgendwie hat. Und das bringt halt einfach Spaß, wie Leute dir heute auch helfen, weil sie wissen, du fährst halt dieses Win-Win-Win-Modell. In dem Moment, wo du was contributest, hast du was Gutes getan, andere haben irgendwie ein sicheres Produkt und die es vertreiben, können halt auch wieder sagen, guck mal, es wurde von 10 Leuten angeguckt, die noch Fehler behoben haben. Und da gibt es Leute, die, glaube ich, deutlich besser was sagen können, wie man es richtig machen kann. Developer Relations ist super zeitaufwendig und da habe ich erstmal die Dokumentation neu gebaut, dass man da zumindest anfängt zu sagen, ich verstehe es von alleine und ich muss nicht uns bezahlen, damit wir zeigen, wie es bestmöglich angewandt wird. Ja, okay. Und
Ja, also ich bin gerade die ganze Zeit, mein Kopf dreht sich so, weil ich die ganze Zeit irgendwie denke, wow, der Alex, der macht einfach alles richtig, was so Produktentwicklung, Marketing und Sales angeht, ohne dass er es wirklich geplant hat, ne? Also ich sag mal so, du hast ja, also quasi das, was du hier vorgetragen hast, für mich ist ja so Lean Startup at its best quasi. Also bevor du anfängst, ein Produkt zu entwickeln, schlägst du erstmal einen Prototypen vor, holst dir Feedback ein von potenziellen Usern, lässt die User dann auch noch an der Entwicklung teilhaben, also an der Verbesserung des Produkts. Diese User sind gleichzeitig auch noch potenzielle Kunden. Also ich finde das mega, den Weg, den du da eingeschlagen hast. Also da kann sich, glaube ich, jeder eine Scheibe von abschneiden, aber am Ende ist es genauso, wie du sagst, es ist viel Arbeit. Geht immer wieder darum, in Kontakt zu treten mit den Menschen, sich auch zu zeigen, was ihr ja auch tut. Und finde ich auch eine wichtige Message am Ende, weil viele ja denken, okay, ich mache jetzt irgendwie 3 Monate LinkedIn-Posts und dann läuft das Ganze. So, ne? Das ist halt Ja, leider nicht so. Und was ich auch wirklich liebe, was für mich durchkommt, ist so dieser absolute Fokus auf Service-Orientierung. Ne? Also wirklich in lösungsorientierten Denken sich zu präsentieren, zu sagen, okay, wir bauen das Produkt, weil wir Bock darauf haben, aber wir wollen natürlich auch bestmöglich die Probleme für unsere User und für unsere Kunden lösen. Ich glaube, also zumindest ist das so das Bild von, was ich von dir und von euch habe. Hut ab, finde ich ja, richtig gut. Finde ich richtig ich möchte gut. nur eine Sache ergänzen. Wir haben es, glaube ich, 5 Jahre vorher auch immer falsch gemacht. Also da war es genau andersrum. Ich habe richtig viele Präsentationen, wie wir von unseren Plänen und Zukunftsvisionen schwärmen. Ähm, ja, und jetzt machen wir es halt wirklich. Also vorab haben wir die Hülle gemacht, jetzt machen wir den Kern und das ist auch das, was man braucht. Also es ist gelernt wahrscheinlich mit der Zeit. Mir war es so jetzt nicht bewusst, erst du mir gerade so schmeichelhaft vor Augen geführt hast, wie es läuft, aber es läuft dann ja auch. Wir kümmern uns halt um den Kern. Wir kümmern uns halt nicht mehr auf das, was andere hören wollen, die nichts später dafür ausgeben, sondern wir gucken halt genau das, worauf es ankommt. Und ich habe kein LinkedIn-Post-Seminar gemacht, sondern ich poste halt, wenn ich was zu sagen habe und habe da sogar Spaß. Ich verstecke immer ein Thema. Mal habe ich ganz viele Matrix-Quotes reingepackt, weil wir packen uns an, wir richten uns an Nerds und wenn Leute meine Easter Eggs in meinem Post finden, dann wissen sie halt, okay, das ist halt keine KI, die sie schreibt, sondern ja, und ich habe halt eine Motivation, was zu schreiben. Und wenn ich gerade nichts habe, dann bin ich halt auch mal ruhig, weil in der Zwischenzeit verdiene ich dann halt auch Geld, weil ich was zu tun habe damit. Und insofern hat sich das mit der Zeit aber auch erst gefunden. Und ist das zumindest für uns der richtige Weg bis hierhin jetzt aktuell. Wird sich natürlich auch nochmal ändern und ich glaube auch nicht, dass es für alle so passt. Und das finde ich immer wichtig, Feedback auch nur von den Leuten zu holen, mit denen man irgendwie weiß, okay, die können auch was dazu sagen. Und für uns in der Situation passte das, ist das Richtige. Und ich hoffe, das können auch andere können auch daraus was mitnehmen. Und selbst wenn sie wissen, okay, ist nicht unser Weg, wir positionieren uns nochmal anders. Es ist einer von vielen Möglichkeiten und wir haben noch nicht mal das volle Potenzial ausgeschöpft, was Open Source Business Model so angeht. Und da gibt es der Wikipedia-Eintrag, den ich irgendwann gesehen habe, dachte ich, krass, wir können sogar T-Shirts verkaufen. Also das ist auch so ein Merch-Shop. Das ist für manche Sponsoring. Gibt so viele Möglichkeiten. Da bin ich gespannt, was auch andere jetzt aus Netzwerk oder die irgendwie zugehört haben, selbst nochmal draus machen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Alex, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich fand, das Danke war auch. sehr, sehr spannend, mal zu sehen, wie da deine Perspektive ist, wie ihr das macht. Ich glaube, das ist eine Inspiration für ganz, ganz viele Menschen, die versuchen, ähnliche Wege zu gehen. Können wir dir noch irgendwo in der Zukunft zuhören? Bist du auf irgendeinem Speaking-Event? Kann man dich irgendwo sehen? Hast du einen YouTube-Kanal? Wie läuft das? Alles immer geplant, aber dann kommt, wir haben aufgehört, fest zu planen. Ich bin erstmal ein bisschen ruhiger, schaue halt, dass ich mehr entwickle und so mich um Stammkunden kümmere, weil wir sehr gut ausgelastet sind und ich auch sehr viel um die Ohren habe. Aber ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn Leute sich für eine Software interessieren, wenn Leute das selbst woanders einsetzen, weil ich da halt einfach voll begeistert bin, dass das so gut klappt. Und ähm, auf LinkedIn ist halt der primäre Kanal momentan. Auf GitHub kann man natürlich auch einen Stern sehr gern auf elbwalker/walkerOS geben.
um dem Projekt auch zu folgen. Und wer auch immer da irgendwie Fragen hat, wie Open Source funktioniert, wie man bei uns contributen kann oder woanders, dann uns wurde viel geholfen, das gebe ich auch gern weiter. Auch wenn daraus kein Projekt wird, dann ist es okay, weil so läuft es halt. Die Events werden kommen, dann werden wir darüber sprechen. Ich freue mich, wenn ich einfach mit Leuten ehrlich in Kontakt treten kann und irgendwo einen Mehrwert biete, weil das hat oftmals dann auch einen Wert einfach für alle. Ja. Super, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Alex. Danke dir auch. War ein grandioses Gespräch. Und dann bin ich mal gespannt, was wir in der zweiten Episode dieses Podcasts sehen. Vielen Ja, Dank, mich auch. dass du der erste Gast warst. Und genau, wir sehen uns dann bald mal auf dem Bier hoffentlich wieder. In Hamburg, ne? Alles klar. Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.